Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch Charterbar. Heute sprechen wir darüber, was man als Charterkunde eigentlich so alles auf seinem Schiff wirklich checken sollte, bevor man dann seinen Turn antritt. Ja, solltest du das erste Mal hier bei uns auf dem Kanal gelandet sein und das Thema Yachtcharter und mehr, Urlaub auf dem Wasser etc. genauso sehr lieben wie wir, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, diesen Kanal hier zu abonnieren und vergiss auch nicht, die Glocke zu betätigen, damit du erinnert wirst, wenn wir ein neues Video online haben. Andere, die hier schon Abonnenten sind, die wissen, dass ich genau diesen Satz immer wieder sage. Also ich hoffe, es wird euch nicht langweilig damit. Ihr könnt auch unten in den Kapiteln übrigens immer wieder nach vorne gehen und rutschen, damit ihr dann bei dem jeweiligen Kapitel seid, was euch am meisten interessiert. Und auch heute werden wir ein paar Gliederungen machen. Vorerst vielleicht nochmal ganz kurz für die, die es nicht wissen. Wir als Yachtcharter-Agentur haben natürlich in erster Linie mal die Aufgabe, euch einen schönen Turn zu ermöglichen, indem wir euch zu den richtigen Vercharterern überall auf der Welt vermitteln und die richtigen Schiffe anbieten lassen. Das heißt, wir sind hier objektiv und können eben genau hier eure rechte Hand sein, wenn es darum geht, das richtige Schiff für den Turn zu bekommen. Was wir auch machen, ist, dass wir unter anderem, ihr werdet es hier auf dem YouTube-Kanal sehen, verschiedene Reviere selbst besuchen, unsere Vercharterer checken, uns dann auch ein Bild über das Revier vor Ort machen, damit ihr dann durch diese YouTube-Videos auch einen Eindruck davon bekommt, wie es denn vor Ort ist, was euch erwarten würde, wenn ihr dort einen Turn verbringen wollt. Außerdem schauen wir uns immer mal das ein oder andere Schiffsmodell an und lassen uns da mal durchführen, damit ihr eben auch wisst, Mensch, welches Schiff ihr eventuell für den nächsten Turn dann eben haben möchtet. Ansonsten gibt es noch interessante Interviews mit Spezialisten aus dieser Branche, die wir dann so ein bisschen ausquetschen, um auch hier wieder zusätzliches Wissen für euch ermöglichen zu können. Gut, aber kommen wir jetzt mal zu unserem heutigen Thema. Jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen, ja, was soll ich denn Mods noch an meinem Schiff checken? Das passiert doch alles im Zuge des Check-ins ohnehin. Für diejenigen, für die es jetzt ein Fremdwort ist, der Check-in ist im Endeffekt dieser Walkthrough durch das Boot mit dem Base Manager, wenn man die Yacht übernimmt. Das ist quasi die Übernahme der Yacht, wo der Base Manager einem die Yacht im besten Fall erklärt und eine gewisse Checkliste eben durchgeht. Dazu hatten wir auch schon mal ein Video gemacht, für die es interessiert. Ich blende es hier oben mal ein. Aber diesen Check-in machen die Vercharterer sehr unterschiedlich. Es gibt Vercharterer, die gehen wirklich jedes Detail mit dem Skipper und im besten Fall auch mit dem Co-Skipper durch und zeigen ihm alles und hacken alles auf der Liste ab. Und es gibt auch Vercharterer, die geben einem diese Liste in die Hand und sagen, Mensch, schau mal, ob du alles findest und hack alles ab. Ich komme dann danach vorbei und dann können wir ja noch die ein oder andere Frage durchgehen oder ein paar Details besprechen. Es gibt viele Kunden, die diese zweite Version überhaupt nicht mögen und sagen, der hat mir einfach die Liste gegeben und ich war auf mich allein gestellt. Das ist aber von den Vercharterern gar nicht böse gemeint, sondern viele Vercharterer sind wirklich der Meinung, dass es viel wirkungsvoller ist, das auf diese Art und Weise zu machen, damit der Kunde selbstständig durch das Schiff geht, die Dinge sucht, alle Bretter mal hochhebt und einfach selber mal in die Bugs-Kisten schaut, weil er der Meinung ist, dass er sich das dann auch besser merken kann und dann auch eher weiß, wo was ist. Hat Vor- und Nachteile vielleicht, keine Frage. Ich kann beides sehr gut nachvollziehen und doch ist es eben manchmal so, dass man das ein oder andere nicht behalten kann. Deswegen sage ich immer, es ist sehr gut, wenn man den Co-Skipper mit dabei hat. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, auf die ich einfach Wert legen würde, die wirklich gecheckt werden sollten. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Wenn es sich um eine Segelyacht handelt, dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, die Segel zu checken. Damit meine ich wirklich die Segel checken. Oft ist leider Gottes das Problem, dass es im Hafen sehr windig ist und es funktioniert nicht, dass man jetzt mal die Segel rausziehen kann, weil sonst der Wind reinblasen würde und man dann wohlmöglich nach rechts und links gedrückt wird. In solchen Fällen sagt der Vercharterer natürlich, hey, das Boot ist in Ordnung. Klar, er hat ja auch den Checkout gemacht mit der Crew davor, aber man selbst hat es nicht gesehen. In diesen Fällen bitte wirklich gleich am ersten Tag die Segel rausziehen und überprüfen auf Risse, auf offene Nähte und auch darauf, wie sich die Segel rausziehen lassen. Denn manchmal sind die Leinen, haben sich vielleicht schon aufgebläht, weil sie schon recht alt sind und gehen einfach nicht mehr sehr, sehr gut durch diese Klemmen. Also bitte checkt das, damit ihr hier
im Worst Case einfach sofort den Vercharterer kontaktieren können und sagen können, hey, hier ist was kaputt, so kann ich nicht segeln oder hier muss was abgeändert werden. Ja, und selbst wenn es eine offene Naht ist oder sowas, macht es Sinn, das auch zu fotografieren schon am ersten Tag. Man kann ja dann auch heutzutage sehr einfach nachweisen, wann dieses Foto aufgenommen wurde, um das dann entweder sofort dem Vercharterer als Information weiterzugeben, dass hier eventuell bald ein Segel gerissen sein könnte oder aufgeht die Naht und ansonsten einfach beim Checkout dann nochmal geben. Punkt 2 ist fast schon noch wichtiger als das Segel, das ist der Motor. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie soll ich denn hier den Motor checken? Ganz einfach, der Motor sollte auf jeden Fall schon mal einmal eingeschaltet werden von euch. Einfach schauen, ob zum Beispiel die Wasserkühlung entsprechend funktioniert. Da muss hinten Wasser rauskommen, dass der Motor einfach auch kühlt, dass man das sieht. Und auf jeden Fall auch mal in den Motorraum schauen und mal das Öl checken. Das sind mal so die 3 einfachsten Dinge. Man ist jetzt hier kein Mechaniker und ihr dürft auch davon ausgehen, dass zu wirklich 98% es hier keine Probleme geben wird. Die Motoren werden regelmäßig gecheckt, aber man weiß es nie. Ich persönlich würde mich immer selbst mal davon überzeugen, weil ich einfach darauf angewiesen bin, weil wenn mein Motor ausfällt und ich gerade dabei bin, irgendwo in einem Hafen oder in der nächsten Bucht zu manövrieren und knall irgendwo dagegen, dann ist es meine Schuld als Skipper. Egal, ob der Vercharterer jetzt hier wartungstechnisch irgendetwas versäumt hat oder nicht. Ich bin der Skipper, ich fahre auf diesem Kahn und wenn da irgendwas passiert, dann bin erst einmal ich als Skipper dran und ich habe natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Das Dritte, was sehr schwierig ist im Zuge des Check-ins durchzuchecken oder zu überprüfen, ist das Unterwasserschiff. Das Unterwasserschiff wird ja abgetaucht immer dann, wenn man mit dem Boot zurückkommt. Und ja, wenn das Boot einen Tag vorher von der letzten Crew zurückgebracht wurde, wurde es mit Sicherheit auch abgetaucht. Und jetzt kommt aber der springende Punkt. Ein Foto von deinem Unterwasserschiff wird wahrscheinlich nicht existieren von der letzten Woche, beziehungsweise von gestern dann, weil die Vercharterer meistens nur dann Fotos von den Unterwasserschiffen der Boote machen, wenn auch ein Schaden vorlag. Dennoch könnt ihr natürlich fragen beim Check-in und sagen, hey, wie ist es mit dem Unterwasserschiff? Ist das in Ordnung? Habt ihr da Fotos von gestern? Wenn der Vercharterer das verneint, was in den meisten Fällen der Fall sein wird, dann bitte ich euch oder rate ich euch, am ersten Tag selbst das Unterwasserschiff abzutauchen. Irgendeiner in der Crew ist bestimmt ganz fix dabei, mal die Sonnenbrille, ja, das wäre auch mal eine gute Idee. Also mit der Taucherbrille unter Wasser zu gehen und sich mal das Unterwasserschiff anzuschauen. Ich selbst hatte das auch schon, dass ich einen kleinen Schaden am Ruderblatt entdeckt habe und diesen dann auch gleich dem Vercharterer gemeldet habe. Und siehe da, dieser Schaden war nicht bekannt. Und natürlich kann es passieren, dass auch mal der Taucher irgendetwas übersieht, was dann beim nächsten Mal auffällt und womöglich ihr dann dafür verantwortlich gemacht werdet. Und da ist auch der Vercharterer in einer schwierigen Situation. Ganz klar, wenn er einen Schaden feststellt, was soll er machen? Er muss es natürlich irgendwie an den Kunden weitergeben und muss auch seinem Taucher vertrauen. Das heißt, wenn man hier auf Nummer sicher gehen möchte, auf jeden Fall mal runtergehen, sich das alles mal anschauen und wenn alles in Ordnung ist, dann ist ja alles top und wenn nicht, dann macht es natürlich Sinn, wenn man davon ein Foto macht oder wenn man keine Actionkamera dabei hat, dass man vielleicht dann gleich am ersten Tag den Vercharterer informiert und sagt, hey, du hast gesagt, das ist alles in Ordnung. Offensichtlich hat dein Taucher hier irgendetwas übersehen. Ich habe da was entdeckt. Bitte schick doch mal jemanden vorbei, damit ihr das checkt. Wir waren es nicht. Wir sind ja gerade eben erst losgefahren. Also, wenn ihr das, wie gesagt, in der ersten Bucht mal macht. Der nächste Punkt, der 4. Punkt, ist auch einer, den man definitiv im Zuge des Check-in prüfen sollte, wenn der Vercharterer hier nicht explizit drauf eingeht. Und das ist in erster Linie mal der Kartenplotter. Oft geht der Vercharterer nur mal durch und sagt, hier wird er angemacht, Sprache ist Deutsch, alles gut. Lasst euch ganz kurz durch die Navigation führen. Checkt vor allem, wie die Tiefe angegeben wird. Was wird angegeben auf dem Plotter? Die Tiefe ab Wasseroberfläche oder die Tiefe ab Kielunterseite? Ist zum Beispiel der Trip des letzten Chartergastes gelöscht. Man kann ja seine Wegpunkte setzen und es wird dann der ganze Turn aufgezeichnet und dann sind 1 Million Linien da drauf. Da würde ich auch auf jeden Fall drauf pochen, dass das genau auf 0 resettet wird. Auch hierzu haben wir übrigens mal ein interessantes Video gemacht mit dem Jan Volk von Garmin, der uns mal oder mir in dem Fall erklärt hat, wie man einen Plotter einstellen kann. Das blende ich euch auch mal ein, das Video ist gar nicht so verkehrt. Ansonsten natürlich auch die anderen elektronischen Geräte. Der Funk, ganz wichtig.
der sollte natürlich auch funktionieren. Man geht immer davon aus, dass das alles geht, aber schaut es euch an. Und wenn dieses Schiff noch andere Geräte an Bord haben sollte, die technisch einfach relevant sind, ob das jetzt ein Generator ist, ob das ein Inverter ist, dann schaut euch das an, prüft die Dinge durch. Es ist auch ärgerlich, wenn ihr in der ersten Nacht mit feststellt, dass das Ankerlicht nicht geht. Ja, das sind auch Dinge, die manchmal der Basis vielleicht gar nicht auffallen, weil die beim Checkout die Dinge nicht überprüfen, wenn es der Kunde nicht selbst weitergegeben hat. Und wenn die Sonne scheint, da hier bei 35 Grad und du machst das Ankerlicht an, ist die Frage, ob man es überhaupt sieht. Das heißt, an dem ersten Abend, wo ihr meistens ja noch in der Marina seid, checkt mal die Lichter, macht die an, schaut ganz kurz, funktioniert alles, klappt alles, bevor ihr dann am ersten Abend oder zweiten Abend sagt, Mensch, funktioniert irgendwas nicht, jetzt muss der Vercharterer extra kommen, nur um eine Birne auszutauschen oder man selbst muss das machen. Das nächste, Punkt Nummer 5, ist auch etwas, was ich persönlich sehr gerne gleich am Anfang mir mal anschaue, sind so die ganzen Leinenführungen. Passt das alles? Sind die richtig geführt? Laufen die überhaupt smooth durch die ganzen Klemmen oder sind die vielleicht irgendwo schon aufgebläht, durch Salzwasser vielleicht schon ein bisschen veraltet oder haben die irgendwo Risse, dass man sieht, Mensch, das hält vielleicht nicht und es reißt vielleicht am zweiten oder dritten Tag. Und dann bitte auch nicht scheuen, den Vercharterer darauf anzusprechen, weil auch ihm ist es natürlich lieber, solche Dinge jetzt auszutauschen, als zu warten, bis ihr dann irgendwo auf irgendeiner Insel seid und er dann mit einem Speedboat kommen muss und all diese Dinge dann checken und machen muss. Also hier biete ich auch immer oder sage ich auch immer unseren Kunden, ich wünsche mir, dass in solchen Situationen auch wir als Agentur mit involviert werden. Ruft uns definitiv auch an, ganz egal, ob wir auch wenn der Vercharterer hier der Vertragspartner ist. Wir sind und bleiben natürlich der Ansprechpartner für den Kunden und unterstützen hier und können in solchen Fällen natürlich unterstützen, indem wir dann die Kommunikation mit dem Vercharterer teilweise übernehmen auch und der Kunde seinen Turn eher genießen kann und wir kümmern uns dann darum, dass so schnell wie möglich beispielsweise die Basis vorbeikommt. Aber um das zu verhindern, wie gesagt, gleich am Check-in mal schauen. Der letzte und 6. Punkt, den ich definitiv auch immer mitchecke, direkt am Check-in-Tag ist der Werkzeugkoffer. Mir reicht es nicht, wenn der Vercharterer sagt, der Werkzeugkoffer ist hier unter dem Sitz. Ich gucke mir diesen Werkzeugkoffer an und ich habe in meiner Zeit schon unfassbar unterschiedlichste Werkzeugkoffer gesehen, von katastrophal bis hin zu top ausgerüstet, genauso mit den Ersatzteilen. Ihr solltet wissen, was es für Ersatzteile gibt an Bord. Ein Keilriemen ist normalerweise immer mit dabei, Sicherungen sind immer mit da, Birnen sind auch immer mit drauf. Ich finde, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt als Skipper das alles reparieren können muss selber, aber es macht auch zum Beispiel Sinn, dass diese Dinge da sind, dass wenn man beispielsweise irgendwo unterwegs ist, weit weg von der Homebase und man mit dem Vercharterer vereinbart hat, dass hier ein Schaden vorliegt und das Ersatzteil dafür ist aber beispielsweise an Bord, dann kann der Vercharterer auch einen Techniker anrufen, der dort ist, wo man gerade beispielsweise geankert hat und dann kann der auch kommen und kann dann dieses Ersatzteil einbauen. Es geht so weit, dass manche Vercharterer wirklich sogar Lichtmaschinen als Ersatzteil mit an Bord haben. Beispielsweise auf Kuba ist es so, unser Partner Plattensailing hat tatsächlich sogar Lichtmaschinen mit an Bord, weil es eben recht weit ist, wenn man da unterwegs ist und bis dann der Vercharterer kommen würde man womöglich länger als einen Tag verlieren. Ja, das waren mal 6 Punkte, wo ich euch einfach ans Herz legen würde, dass ihr die immer checkt, bevor ihr dann wirklich aufs Wasser geht oder aber wie bei den teilweise angesprochenen Punkten, dass ihr das gleich am ersten Tag checkt. Ich bin mal gespannt, ob euch noch ein paar Sachen einfallen. Ich freue mich auf die Kommentare, auf die Informationen darüber. Ansonsten logischerweise über einen Like und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Bleibt gesund, bis dahin.